Ich habe versucht, 30 Tage nur Kinderlieder zu hören. Ich liebe es. Ich höre am liebsten traurige Musik. Dabei kann ich wirklich entspannen. Doch ab heute wird es sehr fröhlich, denn ich werde nur noch Kinderlieder hören. Hallo Josef. Ganz schön spannend, was du dir alles so zutraust und zumutest. Das ist Rolf Zuckowski, eine absolute Kinderliedlegende und einer der erfolgreichsten Musiker Deutschlands. Ich habe mit ihm und der coolsten Kinderband der Welt, Deine Freunde, gesprochen. Beide sind fest davon überzeugt, dass ich dieses Experiment locker schaffen werde. Du wirst es nicht durchhalten. Warum auch? Mehr Motivation brauche ich nicht. Meine Musikauswahl sieht diesen Monat so aus. Nur noch Kinderlieder. Von alt über klassisch bis zu modern. Ich freue mich anfangs richtig auf dieses Experiment und einen Monat voller schöner Kinderlieder. Aber auch nur, weil ich nicht weiß, wie krass es am Ende für mich wird. Kinderlieder können die Stimmung heben, die Kreativität anregen, schöne Kindheitserinnerungen wecken, körperliche Bewegung anregen und durch einfache Struktur und Wiederholung beruhigend wirken. Aber bei dieser Art Experiment kann es auch sein, dass das Gehirn durch die immer gleichen Lieder unterfordert wird und es zu psychischer Ermüdung kommt. Außerdem können unangenehme Ohrwürmer entstehen, die wiederum die Konzentration einschränken können. Aber keine Sorge, das wird ein schönes Video. Ich bin gespannt, wie es wird, mit Kinderliedern kreativ und konzentriert zu arbeiten und ob das überhaupt geht. Während ich neue Filmideen für einen Streaming-Anbieter entwickeln darf, laufen bei mir krasse Hits wie Du bist aber groß geworden, Hausaufgaben oder Schokolade. Denn ich beginne dieses Experiment mit moderner Kindermusik. Aber wie viel Effekt kann das reine Musikhören schon haben? Tatsächlich einige. Mehrere Studien weisen darauf hin, dass Musik, einschließlich Kinderlieder, unser Verhalten, unsere Stimmung und Konzentration positiv beeinflussen kann. Das Hören der Musik des Komponisten Mozart kann sogar zu einer kurzzeitigen Verbesserung der räumlichen Wahrnehmung führen. Das nennt man auch den Mozart-Effekt. Auch Kinderlieder können eine solche Wirkung haben, insbesondere wenn sie nah am eigenen Musikgeschmack sind. Ich habe super gute Laune und so müsste eigentlich jeder Tag starten. Die Songs sind so eine Mischung aus Hip-Hop und Pop und ich muss echt oft lachen, weil die einfach witzig sind. Das verbessert gerade wirklich meinen Tag. Kinderlieder erzeugen Glücksgefühle, weil sie durch heitere Melodien und spielerische Texte eine positive Atmosphäre schaffen. Die Lieder wecken oft nostalgische Gefühle, indem sie uns als Erwachsene an sorglose Momente der Kindheit erinnern können. Auch wenn die Kinderlieder mich glücklich machen, brauche ich schon am ersten Tag eine kurze Musikpause. Es geht ja hier nicht um Dauerbeschall. Das habe ich ja schon hinter mir. Und so gehe ich in der Mittagspause ohne Musik spazieren. Ganz in Stille und lasse den Vormittag voller Kindermusik auf mich wirken. Ganz in Stille stimmt hier nur halb, denn in meinem Kopf haben sich die Kinderlieder bereits festgesetzt. Bestimmte Textpassagen und Melodien gehen nicht mehr aus meinem Kopf raus. Die Songs laufen so im Hinterkopf weiter, aber das stört gar nicht. Und ich bin den ganzen Tag schon so beschwingt und habe einfach Bock, mich zu bewegen. Ich habe so einen richtigen Overflow an guter Laune heute. Und dass die Songs dauerhaft so weiter am Kopf laufen, ist jetzt nichts Schlechtes. Ich habe hier gleich mehrere Ohrwürmer diverser Songs. Kinderlieder haben oft einfache Melodien und Rhythmen und sehr viel Wiederholung von Text und Musik. Das prägt sich schnell ein. Außerdem versuchen sie auf unterhaltsame Weise Wissen zu vermitteln. Eigentlich ein bisschen wie ich. Und obwohl ich persönlich traurige Musik vorziehe, merke ich, wie glücklich mich diese Lieder machen. Der Tag war super. Der war einfach richtig toll. Ich habe gedacht, dass die Musik mich irgendwann anfängt zu nerven, aber dem ist nicht so. Es war einfach nur schön. Auch der zweite Tag startet mit tollem Schwung und ich freue mich so richtig auf die Musik. Einige der Songs kannte ich vorher auch schon, weil ich die tollen Musikvideos von Deine Freunde schon lange verfolge. Übrigens danke für die vielen Kommentare und die langjährige Unterstützung, es hat uns sehr gefreut. Und erstmal sieht alles so aus, als wäre das ein Experiment der reinen Freude. Bester Tag, ich liebe es. Ich lese in diesen Tagen auch vermehrt alte Comics und habe Lust, alte Videospiele zu spielen. Und mein inneres Kind kommt auf verschiedene Arten und Weisen durch. Aber so richtig gut fließen meine Ideen auf der Arbeit nicht. Oder eher, sie sind alle sehr positiv und ohne Konflikte und Drama. Für Serien- und Filmideen ist das nicht immer ideal. Vor allem nicht, wenn man 5 Ideen abzugeben hat. Wenn mal eine dabei ist, die sehr happy ist, geht das schon. Aber alle, als Horrorregisseur ist das eher schwierig. Aber zum Glück kommt dann noch Tag 3. Die erste starke Veränderung gibt es, als ich an Tag 3 auf ältere Kinderlieder und die Musikwelt von Rolf Zuckowski und anderen wechsle. Denn diese Songs kenne ich wirklich aus meiner Kindheit und das löst so einiges aus. Eine kleine Zeitreise beginnt.
Ich erinnere mich neben vielen Momenten und Situationen auch an Spaziergänge im Wald mit meinem Vater. Und daran, dass ich seine Uhr sehr mochte, die viel zu groß für mein Handgelenk war. Er hat mir sehr viel über Freundlichkeit und den Umgang mit anderen Menschen beigebracht. Und über die Natur. Und als Kind wollte ich immer seine Uhr haben. Als Erwachsener habe ich endlich einen passenden Ersatz gefunden. Von Holzkern. Holzkern produziert unter anderem umweltfreundliche Uhren aus echten Naturprodukten. Mein Modell hier ist aus Walnussholz und Marmor. Neben Uhren produziert Holzkern auch wunderschönen, hochwertigen Schmuck sowie Handtaschen und Sonnenbrillen. Und da es Naturprodukte sind, sieht kein Produkt wie das andere aus. In allen Holzkernprodukten stecken nachhaltige Stoffe wie Holz und Stein. Sowas findet ihr in der Qualität vermutlich nicht woanders. Holzkern hat es geschafft, dass ich bereits vor einem halben Jahr meine Smartwatch abgelegt habe und seitdem nicht mehr benutze. Das habt ihr vielleicht auch in den letzten Videos gemerkt. Diese Uhr beruhigt mich. Meine alte hat mich dann doch eher gehetzt. Schaut bitte mal rein und schreibt mir, welches Produkt euch am besten gefallen hat. Und mit diesem Code bekommt ihr 15% Rabatt auf eure Bestellung. An Tag 3 endet mein Tag auf dem Boden. Aber er führt mich auch in eine neue, alte Welt. Heute ist es anders. Nicht schlecht, eher so nostalgisch-melancholisch. Und es ist krass, was heute so für Erinnerungen hochkommen. Krasser Kindheitsflashback. Die Flashbacks lenken ganz schön von der Arbeit ab, weil ich immer wieder mit Erinnerungen konfrontiert werde, an die ich lange nicht gedacht habe oder die ich bisher sogar ganz vergessen hatte. Und das wirkt sich stark auf meine Laune und meine Kreativität aus. Allerdings ganz anders, als ich gedacht hätte. Und am Abend lege ich mich einfach auf den Boden und höre der Musik zu. Bilder meiner Kindheit überfluten mich. Aber auch Gefühle von Sorglosigkeit, Freude und Entspannung. Und alles ist so voller Liebe in diesen Songs. Und alle gehen so nett miteinander um. Manchmal wird es sehr lustig und chaotisch und es tanzt durcheinander. Aber es ist alles immer gut. Und das macht mich super glücklich und auch total traurig. Warum bin ich hier emotional so berührt? Klar, Musik ist in erster Linie emotional. Und Kinderlieder können besonders berührend sein, da sie von Liebe, Freundschaft oder einfacher Freude am Leben erzählen. Es kann auch sein, dass man als Erwachsener traurig beim Hören wird, weil klar ist, dass diese Kinderzeiten vorbei sind. Auch kann es uns klar machen, wie schnell die Zeit vergeht. In meinem Fall ist es vermutlich all das und noch etwas mehr, wie es sich später zeigen wird. Und die wunderschönen Lieder von Rolf Zuckowski und seinen Freunden wecken vieles, das bei mir in Vergessenheit geraten ist oder bewusst unterdrückt wurde. Es weckt aber auch eine neue Superkraft in mir, beruflich und privat. Ich bin Regisseur und Drehbuchautor und ich habe auch schon Kinderserien geschrieben und inszeniert. Zum Beispiel mit Marty Fischer, Leider lustig und leider laut für den Kinderkanal. Dafür Drehbücher zu schreiben war erstmal eine Ungewöhnung. Ich musste mich damals beim Schreiben und später auch beim Regieführen immer in die Gedanken eines Kindes versetzen. Das brauchte etwas Übung. Aber irgendwann hatte ich es raus und es entstanden mehrere Staffeln Kinderfernsehen unter meiner Feder und Regie. Seitdem habe ich aber eher selten in Kinderlogik gedacht. Aber das ändert sich mit Tag 4 schlagartig. Ich habe heute Nacht geträumt, ich wäre wieder ein Kind und dass Dinge, die ich als Kind gespielt habe, wie zum Beispiel Geisterjäger sein oder Superheld, dass das alles real passiert ist und ich das nur vergessen habe. Und das ist eine mega Grundlage für eine Kinderserie. Dass du eigentlich ein Superheld bist und das aber vergessen musst als Erwachsener. Und kann man auch einen Horrorfilm daraus machen, dass man als Kind gegen krasse Monster gekämpft hat und jetzt als Erwachsener das nicht mehr weiß, dass die eigentlich noch existieren, dass die Welt voll ist von schlimmen Dingen. Ja, als Traum war es super cool, aber jetzt in meinem Arbeitstag ist das total genial, um damit zu arbeiten. Also das ist so ein richtiger kreativer Spielplatz gerade. Mein inneres Kind erwacht. An Tag 4 fließen meine Ideen. Mein Kopf denkt so frei in alle Richtungen. Ich spiele so richtig mit den Ideen. Es hat etwas Kindliches, aber gemischt mit der harten Realität des Erwachsenseins. Es gibt so einen perfekten Clash von meinem kindlichen Ich und meinem erwachsenen Ich. Und auch privat spüre ich eine neue Unbeschwertheit. Und am 5. Tag mische ich dann Rolf Zuckowski, Deine Freunde und all die anderen tollen Kinderbands und höre wild durcheinander. Klassiker wie Alle meine Entchen runden das Ganze ab. Und dabei fällt mir aber auch auf, wie grausam manche von den ganz alten Kinderliedern eigentlich sind. In diesen Liedern wird beispielsweise nicht so nett miteinander umgegangen. Kuckuck, Maus und Fuchs leiden hier bis zum Tod. Aber warum sind diese Kinderlieder so grausam? Schauen wir mal rein.
Alte Kinderlieder wirken oft grausam, weil sie die harte Realität früherer Zeiten widerspiegeln, in denen Krankheiten und Konflikte allgegenwärtig waren. Die Kinderlieder sollten lehrreich sein und durch erschreckende Erzählung vor Gefahren warnen. Manche enthielten auch den Humor von Erwachsenen aus dieser Zeit und erscheinen heute teilweise fragwürdig. Während ich mich gefühlt durch alle Kinderlieder der Menschheitsgeschichte höre, passiert Ende der Woche nochmal etwas ganz Neues. Und zwar dann, wenn ich gar keine Musik höre. Ich höre in der Stille Musik. Andere Musik. Die Musik meiner Eltern. Wenn ich die Kinderlieder beispielsweise im Auto höre, kommen am gleichen Tag Momente aus meiner Kindheit hoch, in denen ich mit meinem Vater im Auto saß. Dabei liefen Songs von Supertramp, The Who oder Led Zeppelin. Und diese Musik läuft dann plötzlich auch in meinem Kopf. Supertramp war und ist eine der Lieblingsbands meines Vaters. Die machen sehr lange Songs mit vielen musikalischen Wechseln und das ist natürlich was ganz anderes als Kinderlieder. Und ich glaube, der Grund, warum ich die gerade in meinem Kopf höre, ist, weil mein Gehirn sich etwas langweilt und gleichzeitig so aus der Erinnerung der gleichen Zeit der Kinderlieder diese Songs hochholt. Ich habe diesen Song, der läuft gerade in meinem Ohr. Es läuft gerade School von Supertramp in meinem Ohr. Es ist so schräg. Es ist aber auch nichts Schlechtes. Die Kinderlieder haben die ganze Woche meine Stimmung wild durcheinandergewirbelt. Ich habe tolle neue Ideen entwickelt, nostalgisch und traurig an meine Kindheit gedacht und mich mit viel Arbeit abgelenkt. Aber mit dem Wochenende und mehr Freizeit kommt auch eine erste Erkenntnis. Ja, es ist soweit. Ich vermisse traurige Musik. Fehlt mir traurige Musik? Und warum mag ich diese Art Musik eigentlich so gern? Geht's euch vielleicht auch so? Mich macht melancholische Musik richtig glücklich. Warum ist das so? Musik, die uns gefällt, kann glücklich machen, weil sie Glückshormone freisetzt. Manche Menschen erleben dies vor allem bei trauriger Musik. Das kann unter anderem an der Ausschüttung des Hormons Prolaktin liegen, das mit dem Weinen verbunden ist und dabei hilft, Trauer zu lindern. Traurige Musik kann das Gehirn dazu bringen, Prolaktin freizusetzen, was zu einem Gefühl der Ruhe und Zufriedenheit führt, selbst wenn kein wirklicher trauriger Anlass vorliegt. Auch Empathie spielt eine wichtige Rolle. Menschen, die in der Lage sind, tief mit den durch die Musik ausgedrückten Emotionen mitzufühlen, finden oft einen besonderen Genuss in der ästhetischen Schönheit trauriger Musik. Das habe ich sehr kompliziert ausgedrückt. Auch ich gehöre zur letzten Kategorie und höre am liebsten melancholische und traurige Musik. Es gibt aber auch Kinderlieder, die genau diese Emotion bedienen. Und die entdecke ich bei genauem Suchen. Mein Versuch, irgendwie in den fröhlichen Kinderliedern etwas Trauriges zu finden, zeigt deutlich, dass ich in der zweiten Woche langsam an meine Grenzen komme. Diese Notsituation löst dann aber auch noch etwas anderes aus. Ich habe heute keine Lust, Musik zu hören. Ich habe keine Ahnung, ob das Schummeln ist. Und ich wollte mich heute gut anziehen. Und ich habe mir vorgenommen, mich selber besser zu behandeln. Ich habe total Lust, mir Gutes zu tun. Ob ich mich belohnen will, weil ich so gut durchgehalten habe oder besonders erwachsen sein will, weiß ich nicht. Aber ich trage ab Tag 10 meine besten Sachen. Jeden Tag. Warum sollte dieses schöne Jackett nur alle 3 bis 4 Jahre angezogen werden, wenn irgendwer heiratet? Ich trage das seitdem regelmäßig. Ich behandle mich besser und das hat Auswirkungen auf mich und andere. Ich komme gerade vom Zahnarzt und ich wurde heute so anders behandelt da, als hätten die mich nicht erkannt. Vielleicht haben die mich wirklich nicht erkannt. Und ich hatte heute den ganzen Vormittag dieses Lied im Hinterkopf. Immer wieder kommt ein neuer Frühling, immer wieder kommt ein neuer März, immer wieder bringt er neue Blumen, immer wieder Licht in unser Herz. Also höre ich auch an Tag 10 ein bisschen Musik, merke aber deutlich, dass mein Verlangen nach Selbstbestimmung stark durchkommt. Wenn man immer nur eine sehr bestimmte Art Musik hören kann, wird es auf Dauer anstrengend. Vor allem, wenn man es nicht selbst aussuchen kann. Und da ich mir vorgenommen habe, mir Gutes zu tun, plane ich etwas ganz Besonderes für die 3. Woche. Und ich plane das Ende, um mich nicht weiter zu quälen. Dieses Mal muss ich es nicht ausreizen. Ich muss nicht an die letzte Grenze gehen. Ich entscheide für mich persönlich, genug gelernt zu haben und werde dann aber doch nochmal überrascht. Und die 12 Tage mache ich auf jeden Fall noch voll. Aber ich überlege mir jetzt schon mal, was ich dann als erstes hören werde. Ich freue mich wieder, richtige Musik hören zu können. Aber kann ich die überhaupt noch genießen? Oder hat sich mein Musikgeschmack jetzt durch die dauerhafte Kindermusik
verändert. Der Mehr-Exposure-Effekt beschreibt das Phänomen, dass Menschen dazu neigen, Dinge, denen sie wiederholt ausgesetzt sind, zunehmend positiver zu bewerten. Das bedeutet, dass je öfter wir etwas wahrnehmen, in meinem Fall Kinderlieder, desto mehr wächst unsere Vorliebe dafür. Aus rechtlichen Gründen werde ich das erste Lied nach den Kinderliedern jetzt mit Kopfhörern hören. Ich weiß auf jeden Fall schon, was ich hören werde. Grüße an meinen Vater und die gute musikalische Früherziehung. Mein Musikgeschmack hat nicht gelitten. Ich habe dieses Experiment bereits letztes Jahr gemacht und höre seitdem immer mal wieder auch Kinderlieder, auch privat. Also, wenn ich mir das selbst aussuchen kann, machen die mich auch wirklich glücklich und heben meine Laune. Und solltet ihr eine neue Sprache lernen, können Kinderlieder sogar hilfreich sein. Da sie meist einfach sind, könnt ihr so spielerisch einen Zugang zu eurer neuen Sprache finden. Gar nicht so spielerisch war es, als ich mal komplett auf Musik verzichtet habe oder auf Geräusche. Findet ihr alles auf meinem Kanal und das komplette Interview mit meinen wunderbaren musikalischen Gästen gibt es kostenlos auf Patreon zu sehen. Oh, die Zeit rennt ja. Schaut bei Holzkern vorbei und passt auf euch auf. Bis bald.